Wie schon in dem Video von vor 2 Wochen angekündigt, freuen wir uns riesig, dass Robert Zach von Investing.com auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir nicht was zusammen machen wollen. Und er ist heute hier. Robert ist zuständig für den kompletten Dachraum und hat sich heute trotzdem die Zeit für uns genommen, euch einmal den Aufbau von Investing.com zu zeigen. Es gibt 4 verschiedene Varianten und da werden wir heute einmal in Ruhe durchgehen. Hallo Robert, danke erst einmal, dass du dir, wie gesagt, heute die Zeit für uns genommen hast. Und dann gebe ich gleich mal das Wort an dich weiter. Lass uns doch erst einmal wissen, was die Zuschauer sehen, wenn sie einfach nur auf eure Seite schauen, was es da zu entdecken gibt. Ja, also erstmal guten Morgen, Nicola. Danke für die ausführliche Vorstellung meinerseits und auch von Investing. Vielleicht erstmal ein paar Worte zu Investing selbst, ne? Weil ich finde immer, Story an sich ist ja eben auch immer wichtig zu wissen, was dahinter steht. Also wir haben ja 2007 haben wir mit Forex Pros eben gestartet. Und äh, ja, anfangs haben wir eigentlich nur Forex angeboten, also grundsätzlich die Kurse natürlich, Charts und so weiter und so fort, speziell auf technische Analyse. Dann 2012 hat man sich gesagt, okay, man möchte expandieren, mehr in den Aktienbereich, Rohstoffe, Indizes und so weiter und so fort. Und in der Zeit war eben auch die Domain, die ja so einprägsam ist, investing.com und die ja auch absolut passend ist. Das ist ja Ja, sowas wie money.com, ne? ja. Also wirklich eine richtig starke Domain. Die hat sich dann Investing gekauft. Das war damals einer der größten Website-Deals überhaupt. Der war ja, glaube ich, 2,2 Millionen Dollar war der schwer. Da haben sie sich die Domain dann letztendlich gesichert. Und ja, und da fing dann der Wachstumspfad von Investing dann eigentlich erst so richtig an, nachdem man das eben mit Aktien, Indizes, Rohstoffe, Anleihen und so weiter dann noch hinzugefügt hat. Und ja, 2017 ist dann meine Wenigkeit zu Investing gekommen und seitdem bin ich eben jetzt da, also jetzt seit gut 8 Jahren, im September oder November waren es 8 Jahre. Und ja, in der Corona-Zeit hat man sich dann letztendlich gesagt, ja, man möchte zusätzlich eben noch was bieten, Premium-Produkt dann letztendlich. Und man hat dann Investing Pro erschaffen. Und 2022 ist bei uns eine PI-Firma dann letztendlich eingestiegen, die uns das nötige Kapital dann eben gegeben hat, um ja, weltweit dann auch zu expandieren, weil Investing ist ja jetzt nicht nur hier in Deutschland bekannt, ne, sondern wir sind ja in, was weiß ich, ja, so, in allen möglichen Geos sind wir unterwegs, ne, besonders in den USA natürlich, aber auch in Emerging Markets wie Türkei, wie Brasilien, Portugal und so weiter und so fort, ne, also. Und da gibt es dann auch wirklich Personen, die auf diesen Editions arbeiten, ne? Weil teilweise, ja, man könnte ja denken, okay, das wird alles automatisch gesteuert, wie hier in Deutschland. Wir sind 2 Personen insgesamt, die die Operation dann hier leiten. Und ja, Offices haben wir einmal natürlich das Head Office in Israel, wir haben noch so Sub-Offices in Madrid, dann noch eins in Shenzhen und zusätzlich noch eins in New York selbst. Und ansonsten, ja, Investing, ich meine, am bekanntesten oder ja, am bekanntesten ist Investing wahrscheinlich anhand des Wirtschaftskalenders selbst. Ne, vor allem, wenn man jetzt Wirtschaftskalender in die Google-Suche eben eingibt, dann sieht man ja eben direkt an erster Stelle ist investing.com. Und das ist halt letztendlich dieses eine Produkt, womit man dann letztendlich diesen organischen Traffic dann eben herzieht. Mhm. Ne? Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben verschiedene Versionen. Ne? Also wir haben einmal diese Gratis-Version, wo man sich auch nicht registrieren muss. Mhm. Wir haben dann natürlich die Version, wo man sagt, okay, man ist registriert. Und wenn man registriert ist, hat man halt die Vorteile, dass man sagt, okay, man kann zum einen zum Beispiel Preisalarme einsetzen, man kann Earnings Alerts kann man erhalten. Ja. Aber die, wo man sich registriert, das ist noch kostenlos, ne? Hat man ein Das bisschen mehr Möglichkeiten, aber das ist noch die kostenlose Version zusätzlich. genau, wenn man Mhm. sich einfach mal anschaut, wenn man jetzt hier rausgeht. Mhm. Und man sieht schon, klar, ich hatte jetzt die Premium-Version und wenn jetzt einer nicht die Premium-Version hat, dann ist es natürlich so, wir finanzieren uns in erster Linie immer noch über Werbung. Klar. Ne, jetzt mittlerweile ist es so, wir bewerben natürlich sehr, sehr viel dann auch unser eigenes Produkt, also Investing Pro selbst.
Aber wenn man auch nicht angemeldet ist, kann man die Seite trotzdem nutzen. Ne? Also Beispiel, aber jetzt mal nur speziell, was man dann eben nicht machen kann. Ne? Also wenn ich jetzt hier Novo Nordisk hier aufrufen würde, ne? Und dann zum Beispiel hier einen Preisalarm setzen möchte, dann kann ich das natürlich jetzt bei der Gratis-Version nicht. Ist natürlich auch logisch, weil die Preisalarme, die werden ja dann letztendlich über E-Mail versendet, und wenn ich nicht weiß, an wen ich die Preisalarme dann schicken soll, ja, Schwierig. dann letztendlich braucht es dafür eben die Registrierung, ne? Ist ja logisch. Äh, und dann zusätzlich noch, wenn jetzt einer sagt, okay, er möchte eine Watchlist erstellen Mhm. oder er möchte sein Portfolio spiegeln. Ne? Beispielsweise jemand, ne, ich zum Beispiel habe mein Portfolio bei der Consorsbank, und ich sage, okay, ich möchte mich jetzt nicht regelmäßig bei der Consorsbank eben da einloggen, sondern weil ich sowieso die ganze Zeit auf investing.com bin, möchte ich gerne mein Portfolio hier auf investing.com gespiegelt haben. Ja, Und dann lade ich halt eben die CSV-Datei von der Consorsbank runter und lade die dann letztendlich hier auf Investing hoch. Ne? Und so kann ich dann eben hier unter der Watchlist-Funktion, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kommt auch wieder dass ich mich registrieren muss. Das können wir jetzt hier mal kurz machen. Hier oben links dann auf Anmelden klicken, und hier sind dann, ja, das ist schon vorgegeben bei mir. Und dann würde ich hier auf Anmelden klicken. Natürlich, ihr könnt euch entweder über Google, über Apple, über Facebook oder einfach nur mit der ganz normalen E-Mail, die ihr halt eben benutzt, anmelden. mhm. Ich würde jetzt auch raten, nicht unbedingt ja, eine Fake-E-Mail zu benutzen, die ich sowieso nicht benutze, ne? Ja, Weil wenn ich einen Preisalarm einstelle, dann möchte ich den ja auch erhalten. Da gibt es ja einen Grund dafür. Ne? Also ja, wenn ich jetzt sage, Novo Nordisk fällt unter 45 $, und ich habe das nicht die ganze Zeit hier auf meinem Bildschirm, und ich sehe das dann aber in den E-Mails, weil das eh ständig aufpoppt, dann ist das eben schon ein Vorteil. Und ja. wir haben ja nicht nur diese Desktop-Version, sondern wir haben ja auch unsere Apps. Also wir haben ja einmal die Investing.com App, die ist ja im Google Play Store, ist die meist gedownloadete App auf der Welt bezüglich Finanzen. Ne, also auf der Welt, aber auch hier in Deutschland ist im Google Play Store ja, sehr gut gerankt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, Bei iOS ist es noch nicht die meist gedownloadete App. Das ja, liegt an iOS. Ich weiß auch nicht, woran das konkret liegt. Aber auch Investing selbst, die arbeiten speziell an der Optimierung von Google Play selbst. mhm. Ne? Aber auch jetzt, wenn man dann die App eben hat, dann bekommt man auch eine Push-Notification, wie wenn man jetzt zum Beispiel NTV installiert hat auf seinem Smartphone, dann bekomme ich ja auch ständig Push-Notifications, was gerade so in der Welt passiert. Und so ist es bei investing.com eben auch. Ihr bekommt dann letztendlich, wenn ihr da Preisalarme einstellt, bekommt ihr das direkt auf euer Handy. Also ganz gleich, wo ihr gerade seid, ne, in der Arbeit oder was weiß ich. Dann seht ihr, okay, Novo Nordisk 5% gefallen, Novo Nordisk gerade Quartalszahlen vorgelegt. Mhm. Ähm, Dieser Preis wurde unterschritten. Also da gibt es verschiedenste Funktionen, die man dann eben gratis benutzen kann. Genau, ich wollte gerade noch mal nachfragen, das ist jetzt alles noch in der Gratis-Version, nur halt registriert mit einer E-Mail-Adresse. Mhm. Genau, ja. Und in der Gratis-Version ist es natürlich auch so, für Investing ist es natürlich, also so das grundsätzliche Ziel ist es ja immer so, dieses kleine Bloomberg für Retail-Investoren zu sein. Ja, Ne? Natürlich, das große Bloomberg, das ist unerreichbar. Ne? Dafür gibt es auch einen Grund, dass Bloomberg 2500 oder 3500 Euro pro Monat letztendlich chargt, damit man ihr Terminal benutzen kann. ja, Ne? Aber hier, jetzt auch in der kostenlosen Version, ist es so, die meisten Kurse, die hier auf investing.com angezeigt werden, die sind grundsätzlich alle Realtime, sei es Einzelkurse aus den USA, die werden direkt von der New York Stock Exchange gestreamt, aber auch die deutschen Kurse, ne, die gibt es dann in Realtime. Da gibt es eine kleine Abänderung. Wir haben zwar auch Xetra, TradeGate und so weiter und so fort, das ist aber standardmäßig wie bei anderen Plattformen eben auch. Ist es ein bisschen zeitverzögert, aber man hat dann eben gesagt, okay, damit man diese Realtime-Komponente auch bei diesen Werten garantieren kann, benutzt man letztendlich CFD-Kurse, um das zu replizieren. mhm. Ne? Also, und das alles auch ohne irgendwelche zusätzlichen Kosten.
Du hast ja auch bei den verschiedensten Tools, wenn du jetzt ein Tool kaufst, die gibt es ja mittlerweile auch inflationär, Mhm. ne, besonders hier in Deutschland, dann ist es so, du musst immer zusätzlich noch ein Kurspaket mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit dazu buchen. Ja. Ne? Das hast du halt eben bei Investing nicht. Ne? Ich meine, ihr seht es auch hier, ne? Jetzt hier einfach nur in der Watchlist-Funktion selber. Ihr könnt unendlich viele Watchlisten erstellen, also wie ihr möchtet. Wenn man jetzt hier zum Beispiel mal durchscrollt, ich habe da ja wirklich Unmengen an Watchlists, Sektor-Watchlist, spezielle Branchen, wenn ich jetzt sage, ich will nur Airlines eben haben oder ich will speziell Kreuzfahrtschiffe eben haben oder Cybersecurity. Natürlich ist es so, ihr müsst diese Watchlisten selber erstellen. Ne? Also da muss man sich dann schon hinsetzen, sich die Arbeit dann letztendlich machen und dann auch sagen, okay, diese Unternehmen sind für mich relevant. Ne? Natürlich, viele Leute können dann auch die Abkürzung nehmen, die können ETFs aufrufen. Ne? Ist ja auch immer ein ziemlich beliebtes Tool. Und die können sich ja dann auch die Positionen anschauen. Ne? Wenn Mhm. ich jetzt beispielsweise hier bei Investing, wenn wir hier ein neues Fenster aufmachen und ich sage, okay, iShares, ich nehme jetzt einfach mal Emerging Markets. Hier oben ist die Suchleiste. Von da aus gibt man dann letztendlich immer die Instrumente ein. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt hier einen einfachen ETF eben hernehme und sage, okay, ich möchte die Positionen eben sehen, dann klicke ich hier auf Positionen und dann sehe ich hier schon mal die Top 10 Positionen. Mhm. Ne, also ich könnte jetzt dann auch hier sagen, okay, die markiere ich hier alle und dann klicke ich hier auf Portfolio hinzufügen. Entweder tue ich die dann hier in ein bestehendes Portfolio oder in eine Watchlist rein, oder ich füge dann letztendlich eine neue Watchlist hinzu, indem ich dann hier letztendlich draufklicke und sage, okay, Emerging Markets. Mhm. Ne? Und dann erstelle ich das und dann habe ich das auch automatisch in der Watchlist ja, wieder drinnen. Mhm. Und Jetzt hier zum Beispiel. wo Ja. finde ich dann meine angelegten Watchlisten? Die findest du direkt, wenn du jetzt, also standardmäßig kommst du ja hier auf die Seite Mhm. und wenn du jetzt so sagst, okay, du möchtest deine Watchlist dann letztendlich sehen, dann einfach hier oben in der Menüleiste, von hier aus beginnt eigentlich alles. Mhm. Ne? Und wenn du jetzt deine persönlichen Watchlisten sehen möchtest, dann klickst du einfach hier drauf und dann siehst du die hier dargestellt. Ne? Und da hast du dann letztendlich hier die Möglichkeit über die Plus-Funktion, kannst du sagen, okay, klickst du drauf und dann kannst du sagen, hier möchtest du deine Watchlist anlegen oder eben diese Portfolio-Funktion benutzen. Mhm. Ne? Das ja, kann man machen, wie man möchte. Man hat natürlich hier noch zusätzlich die Reiter. Das ist jetzt fundamental irgendwie ein bisschen ein Schmarrn. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe meinetwegen hier Big Oil oder sowas, dann könnte ich hier draufklicken, dann habe ich ein paar Fundamentaldaten, wie gesagt, alles in der Gratis-Version hier. Ich kann mir aber auch eine kurze technische Auswertung eben machen. Jetzt hier müsste ich dann unter Anpassen gehen, wenn ich sage, jetzt habe ich hier schon standardmäßig nur 15 Minuten und stündlich. Ich bin aber langfristiger Investor und sage, okay, ich möchte nicht 15 Minuten und auch nicht Stunden, sondern ich möchte das halt langfristig eben sehen. Dann kann ich hier die entsprechenden Timeframes auswählen, täglich, wöchentlich, monatlich. Mhm. Und dann gebe ich es ein und dann bekomme ich hier gleich diese technische Einschätzung von Investing geliefert. Diese technische Einschätzung, die setzt sich einmal aus einer Komponente von Glättungslinien zusammen Mhm. und einmal aus einer anderen Komponente, die jetzt speziell diese quantitativen Indikatoren wie RSI oder Stochastik und so weiter und so fort, kann man auch alles selbst jetzt dann eben einsehen, was da reinfließt. Wenn ich jetzt hier irgendeinen Wert aufmache, beispielsweise Occidental, dann komme ich ja hier zur Übersichtsseite, also sprich von dem einzelnen Instrument. Und dann habe ich hier erstmal Unmengen an Informationen. Investing versucht ja dieses Premium-Angebot. Das ist jetzt die Sicht, die ein Premium-User grundsätzlich eben sieht. Mhm. Ne, also wenn ich jetzt hier habe ich einmal diese Pro-Research-Berichte. Ne, das sind so zehnseitige PDF-Berichte, wo grundsätzlich alles von dem Unternehmen dargelegt wird. Ich meine, man kann ja mal kurz reinschauen, aber wir wollten ja Einzelvideos mal dazu machen. Mhm. Also das sind diese zehnseitigen PDF-Berichte, gibt es für 1400 US-Aktien. Grundsätzlich habt ihr hier erstmal ein paar Schlüsselindikatoren.
Dann gibt es hier eine aktuelle Zusammenfassung. Also man muss halt immer schauen, okay, wann ist der Bericht zuletzt aktualisiert worden. Aber das ist dann grundsätzlich immer aktuell. Mhm. Ne? Und ja, also wie gesagt, da machen wir mal ein extra Video dazu, aber so grundsätzlich schaut es aus, besonders dieses Bull- und Beer-Case, dass ihr da schon mal ein bisschen Kontext dann auch geliefert bekommt. Warum könnte die Aktie gegebenenfalls für euch interessant sein und Mhm. warum oder wo sind dann letztendlich die Risiken? Wir bekommen ja dieses ganze Sell-Side-Research von der Wall Street, also die Analysten dann letztendlich, ne? Die schicken ja immer täglich ganz, ganz viele Reports raus, ne, die mein E-Mail-Fach dann letztendlich zum Explodieren bringen, dann teilweise auch. Ne, also das ist schon, ja, ist schon ziemlich, ziemlich viel. Und hier fließt letztendlich dieses ganze Sell-Side-Research rein. Kann man sich vorstellen wie so eine Trichter, wie so ein Trichter. Da werden die ganzen Reports reingeschmissen. Dann kommen die offiziellen News von Occidental noch mit rein. Mhm. Und dann werden daraus eben so Bull- und Bear-Cases dann erstellt, dass man hinter den Zahlen eben auch diesen Kontext dann letztendlich hat. Ne, was meiner Meinung nach eigentlich mit das Wichtigste ist. Also ich bin jetzt auch nicht so einer, der sagt, okay, ich vertraue ausschließlich auf Technik, ich vertraue ausschließlich auf Fundamental, sondern letztendlich ist eine Kombination aus beiden. Und vor allem, dass man sagt, man versteht das Geschäftsmodell, Mhm. man schaut sich wirklich das Management an und schaut auch, ob es weitere Informationen zum CEO, zum CFO und so weiter und so fort gibt. Ja, zum Beispiel damals ein Cloud-Unternehmen rausgesucht, das ich so jetzt noch nicht kannte, ne? Braze zum Beispiel, so eine Multi-Channel-Marketing-Plattform. Und letztendlich ist dann hast du dann eben geschaut, okay, Interviews anschauen vom CEO, wie spricht er, wie gibt er sich, wie sieht er das Unternehmen und so weiter und so fort. Ne? Also das sind schon wichtige so Soft-Faktoren, die dann letztendlich auch in die Entscheidung reinfließen sollten, ob ich so ein Unternehmen kaufe oder eben nicht. Ne? Dann hier gibt es noch so eine SWOT-Analyse mit dazu. Also sehr, sehr umfangreich, diese Berichte. Ne? Und das, wie gesagt, für 1400 US-Aktien wollen sie jetzt dann auch auf die europäischen Märkte ausweiten und auch im asiatischen Bereich. Und Ja, das ist jetzt speziell so, ja, Pro-Version. Aber ja. hier, wenn wir jetzt hier wieder zurück zur Instrumentensicht kommen, Darf ich wenn wir einmal dann, kurz eine ja. Zwischenfrage stellen? Die Berichte, kann ich mir die auch bei euch gleich auf Deutsch anzeigen lassen? Geht das? Kannst du da einmal das? Also wir, ja, also wir haben diese Berichte kurzzeitig mal auf Deutsch gehabt. Ne? Es ist ja so, wir leben ja in einer Zeit, wo KI immer wichtiger wird und die wurden dann auch automatisch übersetzt. Ich habe die dann mal durchgelesen und ich fand die in dieser Form, ja, fand ich einfach noch nicht gut genug, Ja. dass ich sage, okay, ich möchte diese Berichte komplett auf Deutsch haben. Mhm. Ne? Natürlich, derjenige, der diese Berichte auf Deutsch nur lesen möchte, der muss es aktuell selbst mit Google Translate oder Okay, dergleichen machen. gut. Ne, ich meine, ich mache jedes Quartal fährt man das so einen Test bei Investing, ne? Und dann sagt man, okay, lässt man automatisch übersetzen. Wir haben unsere Prompts dann, die werden dementsprechend angepasst. Und wenn die Qualität dann eben stimmt, dass man sagt, okay, man kann das auf den User loslassen, dann gibt es die auch in Deutsch. Okay, Ne? Also, seid dran. aber Stand heute, allein schon wegen der Genauigkeit, Mhm. ne, hat man gesagt, oder sage ich, möchte ich die noch auf Englisch haben, weil ich kenne es ja nur zu gut. Ne? Ich meine, ich sehe es die Seiten sind super, ne? Market Screener und auch TradingView, wir machen ja auch eben viel mit KI, wir machen genauso viel mit KI. Ne? Aber wenn ich eben so offizielle Berichte habe, wenn ich sage, okay, jemand berichtet Earnings oder was weiß ich, und dann lese ich die auf Deutsch und dann weiß ich nicht hundertprozentig, okay, ist die Kennzahl jetzt richtig übersetzt Mhm. worden, äh, ja, dann hört es bei mir eigentlich schon auf. Und was dann eben passiert ist, letztendlich suche ich mir den englischen Originalbericht raus und muss ihn dann auf Englisch eben lesen, weil ich mir sicher gehen will, okay, das stimmt, was da eben steht. Ja. Und ja, das ist letztendlich der Grund, warum ich jetzt noch derzeit ja ein bisschen hader damit, sowas auf Deutsch Automatisiert. zu haben, ne? Also automatisch übersetzt. Man könnte Ja. jetzt sagen, okay, die Leute sollen, oder die Übersetzer, wir haben ja dann noch zwei Übersetzer, die sollen das auf Deutsch übersetzen, aber diese Berichte, die werden fortlaufend eben aktualisiert. Also das wäre so viel Backlog, das ja, Verständlich.
ist in der Vielzahl an Berichten derzeit einfach jetzt nicht möglich. Mhm. Ne? Aber gut, ihr habt hier dann eben letztendlich diese Instrumentenseite. Wenn ihr registriert seid, könnt ihr dann auch Preisalarme einstellen. Klickt mir hier auf das Plus mit der Glocke und dann kann man einmal sagen, okay, ich möchte zum Beispiel Kursbewegungen haben. Wenn ich jetzt sage, bei Occidental möchte ich nur informiert werden, wenn der Kurs unter 40 Dollar oder sowas fällt, ne? Mhm. Nur als Beispiel. Dann kann ich das machen und dann erstelle ich hier den Alarm. Ihr könnt auch hier draufklicken und dann könnt ihr eure Meldungen dann letztendlich verwalten. Das ist natürlich auch nur eine Funktion, die sich für registrierte Nutzer dann eben anbietet. Hier kann man sagen, okay, ich möchte nur informiert werden, wenn die Aktie sich ja, um x Prozent eben bewegt, 5%, ne, Mhm. an einem Tag. Und da könnt ihr dann sagen, okay, wiederkehrend oder einmalig. Ne? Kommt ja auch immer wieder drauf an. Ich meine, wenn ich sie im Portfolio habe, dann möchte ich eigentlich wiederkehrend informiert werden. Ne? Wenn ich es gegebenenfalls kaufen möchte, äh, dann möchte ich vielleicht nur einmalig informiert werden. Ne? Das ist natürlich ja so Ansichtssache letztendlich. Ja. Umsatz, damit ist Volumen gemeint, sprich wenn die Aktie viel gehandelt wird, ne, dann möchte ich gegebenenfalls darüber informiert werden. Zum Beispiel, wenn der Umsatz über der 20 Tage Glättungslinie oder dergleichen steht, ne, muss ich halt davor eben schauen, wo der Umsatz liegt. Dann möchte ich informiert werden. Und ihr bekommt natürlich auch bei Investing die ganzen Earnings live dann mitgeteilt. Also sprich, nur als Beispiel, gestern Microsoft und Meta. Dann, sobald die Zahlen da sind, bekommt man, wenn man hier ein Alert eingestellt hat, bekommt man die ganzen Informationen. Also erstmal nur Umsatz und EPS Mhm. und danach werden die ganzen Stories dann eben ausgeweitet. Dann kommt ja die News-Komponente dann letztendlich dazu. Und ihr bekommt auch die ganzen Push-Notifications übers Handy. Und wichtig ist auch bei diesen Push-Notifications, da kommt dann wieder dieses Zusammenspiel zwischen Watchlist und Benachrichtigung selbst. Alle Werte, die hier in den Watchlisten drin sind, ne? Und jetzt hier bei meinem sind es wirklich viel, also bekomme ich auch sehr, sehr viele Benachrichtigungen. Wenn jetzt hier ein Unternehmen oder dergleichen seine Zahlen vorlegt und sich in meiner Watchlist befindet, dann ja, werde ich auch automatisch darüber berichtet, aber nicht per E-Mail. Ne? Also da ist das Postfach dann nicht voll, sondern das wird dann rein über Handy ausgeliefert. Außer ich habe nochmal extra ein Alert erstellt. Mhm. Und was auch mit dabei ist, weil ja auch immer die Leute nach Kontext eben suchen. Wenn ich jetzt hier beispielsweise in der Cruise Lines Watchlist drin bin, dann habt ihr ja auch hier diese Komponente News zu ihrem Portfolio. Und hier sieht man dann eben schon, ja, hier bekommt er dann halt eben alle News reingestellt, die sich zu einer jeweiligen Aktie, die da gerade passiert sind. Ne? Es gibt auch im News-Bereich gibt es mittlerweile die News, die kostenlos sind. Das ist der Großteil. Ich würde jetzt mal sagen, 70% der News sind kostenlos. Mhm. Und dann gibt es dann eben auch noch diese Pro News, die sind dann auch wieder im Investing Pro dann selbst mit drinnen. Mhm. Da ist dann auch so ein Pro-Zeichen da letztendlich und die sind dann letztendlich hinter einer Bezahlschranke. Dazu müsste man dann eben sagen, okay, man bucht Investing Pro selbst. Ja. Neben der Watchlist-Funktion gibt es dann noch die Portfolio-Funktion. Wenn man hier jetzt dann beispielsweise draufklickt, dann, also man klickt hier beispielsweise auf Portfolio importieren und dann muss man die CSV-Datei eben hochladen. Mhm. Und ja, dann sind es letztendlich hier diese Positionen, die man dann hier eben drinnen hat, was man gemacht hat, kaufen, die Menge, Durchschnittskurs, was der aktuelle Kurs ist, wie viel Wert hat letztendlich meine Position aktuell, was ist die aktuelle Kursveränderung insgesamt oder ja, netto, ne? Also sprich abzüglich der Gebühren mit dabei. Hier könnt ihr euch aber diese Funktion dann auch wieder anpassen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte noch zusätzlich in der Übersicht vorbörsliche Kurse drin haben und vorbörsliche Veränderungen. Ne? Das kann ich hier dann dementsprechend, kann ich meine Sichtweise dann auch anpassen. Ne? Mhm. Wenn wir hier
zieht man rein die Kurse, fundamental eben ein paar fundamentale Daten, technisch haben wir ja gerade schon durchgesprochen, Performance bekommt ihr hier dann auch noch zusätzlich reingeliefert, kann man auch danach filtern, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte schauen, wie sich meine Aktien seit Jahresbeginn entwickelt haben, also jetzt nicht seitdem ich sie gekauft habe, sondern eben seit Jahresbeginn, wie sich Ja. die Aktie entwickelt hat, dann kann ich es danach filtern. Und unter Candlestick-Muster bekommt ihr dann auch ja, aktuelle Candlestick-Muster, die sich gerade für die jeweilige Aktie gerade so entwickeln. Ne? Und hier seht ihr es ja, beispielsweise jetzt bei Porsche, ein Monat. Hier, wenn es 3 Sterne sind, dann ja, ist es letztendlich, soll es ein valides Signal für die jeweilige Aktie sein. Jetzt hier haben wir ja dann immer die ganzen lustigen Begriffe, Morning, Doji, Star. Ne? Und hier bekommt er dann auch noch, ja, in welche Richtung das dann letztendlich gehen soll. Ne? Wenn man auf die Symbole drauf hovert, dann bekommt man hier auch, okay, bullisches Turnaround-Signal. Mhm. Mhm. Hier sieht man dann auch, wenn es aktuell ist, dann ist es gerade erst entstanden. Und wenn jetzt ja hier eins, ne, ja, dann ist es halt ein Tag oder ein Monat jetzt in dem Fall, weil es ja ein monatiger Timeframe eben ist. Mhm. Dann ist es ein Monat eben letztendlich dann auch her. Passt ja dann auch Juni 2025. Ja. Ne? Und das ist dann letztendlich diese Portfolio-Funktion, die hier dann auch hat. Und ansonsten auf Investing hast du natürlich, also du hast, was soll ich jetzt sagen, ne? Du hast unendlich viele Möglichkeiten. Du hast ja hier allein diese Startseite jetzt dann. Hier hat man das News-Karussell, kann man erstens durchklicken. Jetzt Hier bist hat du man wieder auf der Startseite, wenn man sich noch nicht registriert hat, korrekt? Ja, die Startseite, die sieht jeder ganz gleich, ob man sich jetzt eben registriert hat oder eben Mhm. nicht. Die variiert dann natürlich, ne? Also jetzt hier zum Beispiel in der Version sehe ich ja überhaupt keine Werbung. Mhm. Ne? Das wäre jetzt so das Unterscheidungskriterium. Äh, Ihr könnt dann natürlich hier drüben auch diese eine Box da eben anpassen. Wenn man da auf das Drei-Punkte-Menü drauf geht, dann könnte ich sagen, okay, anstelle von Forex möchte ich nur ETFs angezeigt bekommen, die beispielsweise relevant sind. Dann ändert sich halt diese Box dann letztendlich. Ne? Kann man dann auch durchklicken, ne? Je nachdem, was man dann hier gerade so anklickt, ändert sich dann auch der entsprechende Chart. Hier auf der Seite habt ihr noch so eine schnellere Navigation. Ne, Vern AI ist auch in unserer Premium-Version drin. Jeder kennt ja mittlerweile ChatGPT. Ne, da kann man dann vielleicht später nochmal kurz drauf eingehen, wobei dafür wahrscheinlich auch ein separates Video nötig ist. KI-gestützte Strategien, Aktienauswahl kann man sich hier ganz kurz angucken. Ne? Das sind letztendlich, wir haben insgesamt 36 KI-gestützte Strategien, die jeden Monat neu ausgerichtet werden. Man kann einsehen, welche Aktien neu hinzugekommen sind, welche rausgeflogen sind. Man sieht transparent die Performance der jeweiligen Aktie auch angezeigt. Ähm, Natürlich, klar, man musste ja die Strategien dann auch backtesten. Die regionalen Strategien, die gibt es seit Anfang 2025, seit Januar. Mhm. Und dann gibt es auch noch spezielle US-Strategien, die gibt es seit November 2023. Alles, was zurückliegend ist, was wir dann in einem späteren Video mal uns anschauen, Mhm. das ist dann letztendlich der Backtest. Ne? Hier könnt ihr euch auch ganz schnell in so einem Quick-Check eure Watchlisten anzeigen lassen, eine Meldungsübersicht, also sprich für Meldungen, die ihr erstellt habt. Ja, ihr seht schon, ne, Novo Nordisk habe ich tatsächlich jetzt auch mal endlich auf dem Schirm, nachdem die so verprügelt worden ist in den letzten Tagen. Wobei, ja, also ich wollte jetzt ja noch nicht, ich will jetzt ja noch nicht kaufen bei 49,96, so angepeilt ist 45 oder 40 US-Dollar. Muss ich mal gucken, vor allem wenn Eli Lilly jetzt dann demnächst die Zahlen vorlegt, weil wenn die sagen, dass die keine Marktanteile verlieren, ja, also dann kann ich mir nicht vorstellen, dass bei Novo Nordisk dass das hier da direkt wieder nach oben geht oder eine Stabilisierung einsetzt, weil dann ist es real, dass die Marktanteile in ihrem wichtigsten Markt dann auch verlieren. Außerdem fand ich es auch nicht so toll, dass der CEO aus dem Unternehmen selbst kommt. Ne? Das fand ich auch irgendwie ein bisschen dubios. Ich hätte mir da ein bisschen was Externes letztendlich gewünscht. Ja. Ja, Top-Broker natürlich. Jeder, der möchte, kann sich hier noch
paar Broker aussuchen. Gibt es auch ein eigenes Broker-Review, wenn man hier reingeht. Aktuelle Nachrichten gibt es ja auch und dann noch verschiedenste andere Tools. Ne? Aber wenn wir hier vielleicht auf der Stadtseite dann kurz bleiben, hier Märkte, hier habt ihr dann halt eben eine Übersicht für Indizes, Aktien, Rohstoffe, Währungen, ETFs, Anleihen, Fonds, Kryptowährungen. Also ja, letztendlich von den Assets her gibt es hier eigentlich alles, was man so haben möchte. Hier das, wenn man jetzt zum Beispiel nicht registriert oder wenn man nicht angemeldet ist oder keine Pro-Version hat, wenn man sie jetzt hier mal kurz rausgeht, dann sieht man das hier natürlich nicht. Ne? Okay, welche Aktien könnten gegebenenfalls unterbewertet sein. Ne? Da ist dann halt, ist ein bisschen verwischt dann letztendlich. Und das kommt dann, diese Daten, die hier reinfließen, das kommt dann alles wieder von der Pro-Version. Wo bin ich jetzt? Genau. Ja, dieses Potenzial, das leitet sich ja aus unserem eigenen Fair Value ab. Ne, Fair Value, ja, der innere Wert einer Aktie würde ich aber auch nie für 100% voll nehmen, sondern natürlich immer nur als Orientierung. Das Besondere bei unserem Fair Value, der sich dementsprechend dann auch abhebt von den anderen Tools, die man so kennt. Andere Tools benutzen ja meistens einfachere Verfahren wie KGV, KOV-Methode oder was weiß ich, KCV-Methoden. Hier bei unserem Fair Value laufen bis zu 16 Modelle dann eben rein. Man kann auch selbst auswählen, welche Modelle man letztendlich sehen möchte. Und innerhalb diesen 16 Modellen gibt es dann auch tatsächlich professionelle Modelle, wie beispielsweise Discount-Cashflow-Modelle, ne, sei es jetzt auf Exit-Multiple-Basis, ne, also dass ich am Ende ein fixes Multiple dann eben angebe. Ne, und ja, insgesamt glaube ich, gibt es 4 oder 5 Discount-Cashflow-Modelle, die man letztendlich anwählen kann. Sind alle flexibel anpassbar. Also wenn ich beispielsweise sage, okay, ich habe bei meiner Schätzung, will ich eine andere Discount Rate ansetzen, eine andere Tax Rate, allgemein ein anderes Wachstum, dann kann ich das auf Investing Pro, ne, also wenn man das Abo hat, dann sieht man das hier, Investing Pro öffnen, ne, und dann würde man hier auf die separate Plattform dann eben kommen. Aber wie gesagt, das besprechen wir mal in einem anderen Video, weil sonst Ja. wird es wirklich viel zu viel. Ne? Ich komme da eh nicht, jetzt gerade nicht so wirklich voran. Also ihr Ähm, braucht euch keine Sorgen machen. Ihr kennt das ja von unserem YouTube-Kanal. Der Robert Zach hat sich bereit erklärt, dann ganz in Ruhe immer Kurzvideos zu einem Thema zu machen, in die Tiefe zu gehen. Und so werdet ihr die Plattform dann nach und nach komplett in- und auswendig irgendwann kennen. Also jetzt, heute ist nur ein grober Überblick. Aber ich wollte nicht genau. unterbrechen, lieber Robert. Genau, aber richtig, ja. Hier auch wieder auf der Startseite kurzes Wirtschaftskalender-Widget. Ihr könnt ihr aber hier auch auf die Earnings umswitchen. Ähm, Hier auch sagt man, okay, natürlich Hinweis auf unsere ProPix KI, diese KI-gestützten Aktienstrategien. Da kann man sich dann hier letztendlich durchklicken. Hier würde man die Werte natürlich auch nur sehen, wenn man dann die Premium-Version eben hat. Äh, Hier gibt es schon mal ein paar Einblicke in die Screener-Möglichkeiten, die wir letztendlich bieten. Hier gibt es auch noch Analysen und Kolumnen von externen Autoren, die es ebenso gibt. Beispielsweise Lance Roberts, der jetzt im deutschsprachigen Raum, denke ich mal, nicht so bekannt ist, aber im amerikanischen Raum mit seiner Plattform RIA ja, sehr bekannt ist. Das ist zum Beispiel, das übersetzen wir dann letztendlich. Das hat man eben die Erlaubnis von ihm. Das gleiche gilt auch für Michael Lebowitz, der arbeitet ja eben auch bei RIA, aber es gibt auch lokale, ne, Anbieter, wie beispielsweise Christian Schlegel, kennt man ja, glaube ich, auch aus dem technischen Bereich. Das ist ja auch mit dabei. Ne? Und ja, seht ihr selbst hier, wenn man ganz runter scrollt, hat man dann vielleicht noch so ein paar thematische Ideen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte speziell nur KI und Robotik-ETFs haben, dann könnte ich hier draufklicken und dann bekomme ich eine Auswahl. Oder ich möchte rein Biotech-Aktien haben. Ne? Wenn man jetzt hier einfach mal draufklickt, dann bekommt man hier eben eine Liste von möglichen Biotech-Aktien direkt reingeliefert, sage ich mal so. Ne? Ähm,
Eine Funktion, die mit am häufigsten bei Investing selbst genutzt wird, wenn man hier auf Märkte ist, auf Aktienkurse geht, dann hat man ja hier den vorbörslichen Handel. Ne? Viele möchten ja eben sehen, okay, wie entwickeln sich ihre Aktien dann auch vorbörslich. Dann kann man hier draufklicken, dann öffnet sich hier dieses Fenster und da kann man dann sagen, okay, entweder man möchte vom kompletten US-Markt die ganzen vorbörslichen Kurse eben sehen. Ne? Dann klicke ich auf USA-Aktien. Dann unterscheidet man hier nicht zwischen, okay, wie schaut der vorbörsliche Handel im Einzelnen beim Dow Jones oder beim S&P 500 aus oder beim Nasdaq, ähm, sondern da werden dann letztendlich alle Komponenten zusammengemixt und dann ja, sieht man das letztendlich. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte nur den vorbörslichen Handel aus dem Dow Jones sehen, dann muss ich hier Dow Jones auswählen. Und dann sehe ich, wenn ich hier aktivste Aktien im vorbörslichen Handel, da geht es nach Volumen. Ne? Ich kann aber auch, wenn ich weiter runter gehe, dann sehe ich die Tops im vorbörslichen Handel. Ne? Microsoft ja gestern mit starken Zahlen, entsprechend eine Megacap-Aktie einfach mal ein paar Milliarden an einem Tag oben drauf, aber ist ja kein Problem. Ne? Also, ne, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Flops im vorbörslichen Handel sieht man dann genauso, ne? Also welche Aktien dann letztendlich im Minus sind. Und hier zusätzliche Widgets dann wieder eingebaut aus dem Wirtschaftskalender und aus dem Bilanzkalender und auch wieder die Aktien-News-Komponente dann letztendlich dazu und oder Research-Berichte und so weiter und so fort. Ne? Das gleiche gilt auch für nachbörslichen Handel. Wir freuen uns über eure tatkräftige Unterstützung, damit der Kanal weiter schnell groß und stark wird, indem ihr den Daumen hoch anklickt, den Kanal abonniert, tolle Kommentare dalasst und den neuen Thanks-Button nutzt. Vielen Dank vorab. Und hier haben wir dann die nachbörslichen Kurse. Ja, die gehen ja grundsätzlich hier von 22 Uhr abends bis 2 Uhr nachts. Das könnt ihr hier letztendlich einsehen und da ist die gleiche Aufteilung wie beispielsweise bei der Vorbörse. Ne? Also auch Dow Jones, S&P 500, Nasdaq und der Composite und auch hier wieder aufgeteilt nach Tops und Flops und so weiter und so fort. Natürlich auch für diejenigen, die jetzt speziell an Rohstoffen interessiert sind, haben wir auch alles, ne? Also auch wiederum alles in Realtime mit dazu, sei es Metalle, Softs, ne, wie Kaffee oder Kakao, auch Fleisch, ne, besonders während der Grillsaison, ne, sind ja immer, ist ja immer, was, wie heißt das Ding da nochmal? Ne, genau, die mageren Schweine, ja, richtig, ja. Das ist ja immer relativ beliebt, wobei, wie gesagt, also mit dem Markt kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich mache immer mal wieder Kaffee und auch Kakao, ne, aber jetzt die nicht. Energie oder auch Weizen und so weiter und so fort. Spezielle Rohstoff-Benchmarks könnt ihr ja einsehen und natürlich das ganz beliebte, deswegen wird es dann hier auch auf der Seite dann nochmal ein bisschen hervorgehoben, ne? Brent, WTI, Gold, Silber, Erdgas, ne? Die ganzen Sachen. Kryptowährungen ist auch alles mit dabei, sei es Bitcoin, Ethereum, XRP, ne? Kann man sich hier alles dann letztendlich mal selbst angucken. Für Anleihen, ne, speziell jetzt, ist ja immer nicht so, ja, ein bekanntes Thema, wird auch meistens jetzt nicht so ausführlich dann letztendlich behandelt. Wenn man hier dann aber drauf geht, also wir haben sowohl die Kurse, jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt wieder bei den USA bin, ne, die Treasury-Kurse und wir haben natürlich auch die Renditen. Und wer es noch genauer wissen möchte, wir haben auch CDS, also die Swap Rates. Und wer es aber jetzt speziell jetzt bei den Treasuries eben noch genauer wissen möchte, der klickt hier beispielsweise auf Staatsanleihen der ganzen Welt. Und dann schauen wir, ob es lädt. Na, Vorführeffekt. ja, echt wahr. Ja, aber langsam kommt er. Ja, langsam, ja. Wunderbar. Ja. Und wenn ich jetzt hier also erstmal habe ich hier dann natürlich diese Übersicht. Ne? Jetzt hier alles speziell mit Rendite angezeigt. Ich meine, ich sehe es ja selbst, also da ist alles mit dabei, ne? Was man sich ja eigentlich wünschen kann, auch schön übersichtlich. Wenn ich hier jetzt beispielsweise irgendwo draufklicken würde, dann öffnet sich wieder ein separates Fenster. Wir können es ja einfach mal machen. Wenn ich auf DE 10 Jahre draufklicke, dann könnt ihr hier auch ganz normal den Chart sehen. Wir haben verschiedenste Charts.
können wir vielleicht dann noch kurz anschauen. Wir haben einmal den Chart, wir haben aber auch die Trading View Charts. Ne, wenn ich jetzt hier auf technischen Chart draufklicke, ne, dann bekomme ich hier die Trading View Charts in einer abgespeckten Version. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt jemand bin, der keine Butterflies oder was weiß ich für Chartmuster da reinzeichne, wobei Butterflies würde wahrscheinlich gehen, aber wenn ich einen eigens entwickelten Indikator habe, den könnte ich jetzt hier beispielsweise nicht benutzen. Okay. Aber ich habe Zugriff auf die ganzen Standardindikatoren. Mhm. Ne? Und ich kann auch, das ist ja auch so eine Sache bei TradingView mittlerweile, dass man sagt, okay, die Ansichten, die kann man kann nur noch, glaube ich, eine Ansicht haben, also ein Chart sehen. Ich kann es nicht mehr nebeneinander stellen. Ich kann keine multiplen Chart-Ansichten mehr haben. Das ist ja dann alles letztendlich in der Paid-Version dann eben mit dabei, die ich bei TradingView zahle. Ich meine, derjenige, der wirklich sagt, der hat seinen eigenen Indikator, natürlich an TradingView führt er überhaupt keinen Weg dran vorbei dann. Aber ich sage, wenn ich nur die Grundfunktionen nutzen möchte, dann habe ich auf investing.com eben die Möglichkeit zu sagen, okay, hier muss ich gar nichts bezahlen, weil Mhm. das ist eben auch in der Gratis-Version dann eben letztendlich mit drinnen. Mhm. Ne? Das kann ich auch über die Watchlist-Funktion ansteuern. Ne? Also sprich, wenn ich wieder auf die Watchlist draufgehe und da auf die Chart-Funktion gehe, dann habe ich hier auf der rechten Seite, kann ich dann aus meiner Watchlist gleich die Charts anwählen. Ne? Oder aber ich suche halt hier in dem Menü. Ne? Das Einzige vielleicht, was fehlt, wenn man dann zum Beispiel relative Stärke vergleichen möchte. Mhm. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, welcher Index ist denn gerade wirklich stärker? Ne, ist der S&P 500 Grad stärker oder ist der Nasdaq eben stärker? Da möchte ich das gegebenenfalls in einer Linie dann eben sehen. Das kann ich eben leider jetzt in dieser Version nicht machen, aber ich kann trotzdem sagen, okay, ich möchte jetzt die 10-jährigen Renditekurse mit den 10-jährigen aus den USA vergleichen. Also das kann ich genauso machen. Ne? Okay. Ich kann hier auch ja, wie gesagt, kann man ja dann eben selber damit rumspielen. Ich kann Indikatoren hinzufügen. Ne, wenn ich jetzt sage, ich möchte Moving Averages oder Exponentials eben haben, kann ich machen. Ne, Mhm. klicke ich hier einfach drauf, ändere dann entsprechend die Länge. Ne, also das ist alles drin in dieser Gratis-Version. Nur das mal ganz kurz zu den Charts. Aber wie gesagt, hier diese ganzen Renditeübersichten. Und wenn man jetzt speziell sagt, man möchte ja auch immer mal die Zinsstrukturkurve eben angucken, okay, hat sie eine normale Form, also sprich sind die kurzfristigen Zinsen niedriger als die langfristigen Zinsen, dann möchte ich das gegebenenfalls in einer einfachen Darstellung auch haben. Dann gehe ich hier auf die Länderauswahl, wähle beispielsweise die USA an, kann es mir erstens nach Laufzeiten einordnen, von einem Monat bis 30 Jahre, gehe dann auf Suchen und dann bekomme ich hier den Verlauf der Zinsstrukturkurve von den USA geliefert. Einmal das Aktuelle, wie es halt aktuell ist, also sprich hier, ne, sehe ich es ja. Mhm. Aktuell am kurzfristigen Ende noch ein bisschen höher. Die Zweijährigen und die Dreijährigen, die sind da hier noch ein bisschen so in einem Tal. Aber im Vergleich zu vor einem Jahr schaut die Zinsstrukturkurve mehr oder weniger eigentlich wieder normal aus. Ne? Und gibt es ja da auch die verschiedenen Begriffe dafür, ne? Bullish Steepener und so weiter und so fort. Ne? Also das, ja, sieht ähnlich aus wie dieser Bullish Steepener. Ne? Sprich jetzt positiv für US-Aktien wäre das in dem Fall. Hier bekommt er dann noch die ganzen Renditekurse aufgelistet. Wie gesagt, immer mit einem Hyperlink versehen, dass ihr direkt dann auch zu dem Instrument hingelangt. Ihr könnt es auch direkt über die Website-Suche machen. Ne? Also sprich, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt 10-jährige US-Anleihen, die Renditen jetzt beispielsweise nur haben, dann muss ich mir immer merken, ich muss das Länderkürzel machen. Dann muss ich das Jahr eingeben. Ne? Beispielsweise, ich will nur die 10-jährigen und dann sehe ich es eigentlich hier schon. Ne? Okay. Also US10Y. Und ja, und dann bekommt ihr hier letztendlich die Renditen aufgezeigt. Ihr könnt euch die historischen Daten anzeigen lassen. Die sind auch downloadbar. Auch in der kostenlosen Version sind die downloadbar. Ihr könnt euch die verschiedenen Timeframes hernehmen. Also jede Zeile ist dann ein spezieller Timeframe. Aktuell ist es immer auf täglich, aber ihr könnt es auch auf wöchentlich machen. Dann bekommt ihr nur die Wochendaten. Und dann könnt ihr in Google Sheets oder in Excel oder was weiß ich, in irgendeiner Chartsoftware, könnt ihr dann letztendlich die Daten da hochladen und könnt eure eigenen Konstrukte daraus dann auch machen. Mhm. Forum.
gibt es auch. Ne? Es gibt manche Foren, die sind aktiver, manche sind weniger aktiv. Ich kann mich an die Meme-Zeit erinnern, ne? 2021, 2022, GameStop, AMC. Ne? Da habe ich teilweise schon gedacht, okay, ist das jetzt hier das neue Reddit? Also so viele Beiträge waren da. Ne? Das habe ich so in der Form einfach noch nicht gesehen. Ne? Aber ja, war halt eben so. Wenn man da draufklickt, dann kann man sich dann halt eben austauschen. Ne? Also da posten dann auch verschiedenste Mitglieder. Hier beim 10-jährigen Forum ist sogar ja relativ aktiv dann auch. Ne? Gibt jetzt hier dieser Goldfinger, der postet anscheinend ganz schön viel. Ne? Aber was ich sagen will, natürlich, hier, wer bei dem Forum mitmachen will, also jedes Instrument hat sein eigenes Forum. Ne? Also jetzt hier geht's nur, soll es eigentlich nur um die 10-Jährige dann letztendlich gehen. Mhm. Aber wer da mitmachen möchte, der braucht natürlich auch zumindest diese Gratis-Registrierung. Ja, Ne? okay. Das vielleicht auch noch dazu. Und hier habt ihr halt die allgemeinen Reiter. Ne? Also hier allgemein Chart, Nachrichten, Analysen. Ne? Alles dann halt speziell auf die 10-Jährige gemünzt oder wo die 10-Jährige erwähnt worden ist. Und hier die technische Ansicht. Aber wenn man vielleicht jetzt einfach nochmal so ein Einzelinstrument hernimmt, dann nehmen wir mal einfach wieder Novo Nordisk. Wenn man hier über die Suche geht, dann sieht man ja hier auch schon, okay, also wenn ich jetzt hier Novo Nordisk, dann wähle ich ja eigentlich das Instrument aus, wo die meisten Umsätze passieren. Das ist, das ist bei der NYC, das ist dann gekennzeichnet, okay, das ist der US-Kurs, ne, von Novo Nordisk mit der US-Flagge. Und hier könnt ihr dann eben auch sehen, okay, das ist an der New York Stock Exchange gelistet. Mhm. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte das automatisch wieder in seine Watchlist hinzufügen, dann einfach hier draufklicken und dann wird es der Watchlist hinzugefügt. Weil wenn ich jetzt hier, wie bei Novo, speziell nach dem Instrument suche, bekomme ich hier als Schnellansicht auch noch Nachrichten und Analysen reingestellt. Aber wir klicken jetzt hier mal drauf, das ist wieder diese Übersicht. Fair Value wird nur angezeigt, wenn man die Pro-Version eben hat. Hier habt ihr einen aktuellen Kurs, wie er gestern verlaufen ist. Der vorbörsliche Handel, habt ihr gerade gesehen, das hat sich bewegt. Also das ist dann auch Realtime mit dabei. Hier wird ein kurzer Hinweis gegeben, okay, handelt gerade am 52-Wochen-Tief. Ne? Also da ist noch keine Stabilisierung in Sicht. Also ne, am besten nicht unbedingt ins fallende Messer greifen. Ne? Ne, also, ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, ist halt so. Äh, und ja, hier erstmal der Chart. Natürlich, ihr könnt hier auswählen auf also Monatskerzen, dass ihr euch anzeigen möchtet. Ihr könnt es aber auch so anzeigen lassen. Hier bekommt er Hinweise reingeliefert, ob ein Split stattgefunden hat oder eben nicht. Das ist relativ neu, dass man hier automatisch dann die Performance sieht, auf 3 Monatssicht, 6 Monatssicht, ein Jahr, 5 Jahre und Max. Mhm. Das hier ist eine Box, die, ja, die ist, wenn man jetzt auch keinen Pro hat, weil wie gesagt, man will ja Pro und Investing immer mehr und mehr miteinander verschmelzen, dann sind halt hier viele Werte einfach nicht sichtbar. Ne? Mhm. Also Fair Value beispielsweise, der ist dann nicht sichtbar. Ihr bekommt hier nicht den fairen Wert angezeigt, das mögliche Potenzial. Charttechnik, das, ja, da können wir ja einfach mal draufklicken. Wenn ich jetzt hier auf Charttechnik eben klicke, dann, wie ich schon vorhin gesagt habe, da bekommt er dann eben diese charttechnische Auswertung. Könnt ihr auch wieder je nach Timeframe machen, monatlich, wöchentlich, täglich, 5 Stunden Timeframe, 1 Stunde, 30 Minuten, 15 und 5 und 1. Und das setzt sich dann eben so zusammen, einmal die Stellung der Glättungslinien, ne? Hier in dem Fall werden da 12 Stück herangezogen und eben ja, quantitative Indikatoren, ähm, die hier jetzt aufgelistet sind. Ne? Mhm. Also sprich RSI, Stochastik, MACD, ADX und so weiter und so fort. Und welche Glättungslinien, die könnt ihr hier unten sehen. Und für viele ja auch wichtig, die Pivot-Punkte. Das habt ihr ja auch reingeliefert. Und je nachdem, welchen Timeframe ihr auswählt, dementsprechend ändern sich dann diese ganzen Werte. Ne? Also das ist vielleicht noch relevant zu wissen, aber ja, daraus entsteht eben dieser Chart-Check und aktuell steht er auf Strong Sell. Experteneinschätzung, da geht es eben um die Sell-Side, also um die Analystenschätzungen, wie die aktuell ihre Kurse oder ihre Kursziele
machen. Kann man auch separat draufklicken. Und dann seht ihr das halt eben letztendlich, okay, aktuell gibt es für Novo 11 Ratings dann letztendlich. Durchschnittliches Kursziel 85 US-Dollar. Ich gehe mal davon aus, da werden jetzt in den nächsten Tagen, weil die Sell-Side natürlich, wenn die Gewinnwarnung draußen ist, dann überarbeitet die Sell-Side ihre Schätzungen und dann erst werden die Schätzungen angepasst. Mhm. Und dann fließen die da rein. Ne? Also wie gesagt, man braucht schon immer einen gewissen Kontext dafür, um die Zahlen dann auch richtig einordnen zu können. Hier in dem Chart seht ihr dann letztendlich die Entwicklung der Kursziele von den Analysten. Und hier seht ihr dann das höchste, das durchschnittliche und das niedrigste Kursziel. Und im Blau dann letztendlich, okay, wie hat sich der aktuelle Kurs hier entwickelt? Und hier gibt es dann auch noch ein bisschen Näheres zum Fair Value dann, den wir auf Investing Pro dann ausführlicher noch besprechen werden, ne, welche Methoden da gerade so verwendet werden. Hier sind diese angesprochenen DCV-Modelle. Kann man alles genauer reinzoomen, ne? Aber wie gesagt, wird halt hier immer mehr und mehr integriert. Wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben auch die Varen AI, also sprich das KI-Chatbot. Mhm. Hier gibt es dann vorgefertigte Prompts. Wenn ich jetzt hier, das gibt es zu all möglichen Sachen mittlerweile. Wenn ich hier jetzt einfach draufklicke, dann öffnet sich hier auf der rechten Seite ein Widget. Und entweder schaue ich mir die Vern AI hier direkt auf Investing an im Widget oder ich gehe hier auf Vollbildmodus und werde wie bei ChatGPT auf eine große KI-Plattform dann eben letztendlich weitergeleitet. Mhm. Die ganzen Daten, die bei Vern AI drin sind, ja, die kommen ja von Investing Pro. Und auch hier fließt wieder dieses ganze Sell-Side Research rein, die ganzen News. Und am Ende ist es dann halt eben so, ja, dass hier so eine aktuelle Einschätzung dann letztendlich gegeben wird. Ne? Das sieht man ja dann eben hier, ne? 30.07., weitere 3,1% Kursverlust nach 23% am Vortag. Gründe, CEO-Wechsel, ne? Erneute Prognosesenkung und so weiter und so fort. Wenn man weitere Informationen haben will, wird man dann eben direkt zu einem Artikel dementsprechend weitergeleitet. Hier bekommt man noch so eine technische Einschätzung mit rein. Diese Prompts, das ist wie gesagt ein vorgefertigter, aber ihr könnt auch diesen Prompt komplett selbst anpassen. Ihr könnt eure eigenen Fragen stellen. Ich hatte letztens bewerte mir das Risiko einer Kapitalerhöhung bei Puma, weil die ja auch so Probleme eben haben. Ne, und dann macht er dir halt letztendlich Szenarioanalysen, was passieren muss, dass weil ich gemeint hatte, okay, Q1, Q2, 2026 könnte eine Kapitalerhöhung drohen und dann macht ihr die dementsprechende Szenarioanalysen. Mhm. Ne? Also das ist ja komplett flexibel Keine letztendlich. Grenzen gesetzt. Ihr bekommt, genau, und ihr bekommt hier ein Fazit mit dazu. Was auch noch ganz gut ist, ja, ihr bekommt dann hier auch eine Folgeanfrage Mhm. mit rein. Für viele ist natürlich auch immer ein Hindernis, okay, Kennzahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung richtig einschätzen oder was weiß ich. Und hier sieht man jetzt beispielsweise auch wieder vorgefertigten Prompt, ne? Nur so als Idee, was man fragen könnte. Mhm. Ne? Aber ja, hier sieht man dann letztendlich die Gewinn- und Verlustrechnung. Entweder auf Jahresbasis oder auf Quartalsbasis kann man sich anpassen. Kostenlos für jeden sind jetzt, wenn man auf jährlich ist, sind es die letzten vier Jahre, Mhm. ja, die man sich so anschauen kann. Und bei Quartalen ist eins, zwei, drei, vier, fünf Quartale sind kostenlos. Und wenn man weiter zurückgehen möchte, dann braucht man halt letztendlich die Pro-Version. Das sieht man dann hier an diesem P. Mhm. Ne? Und ansonsten, jetzt hier sind es nur ein paar Jahre zurück. Auf Investing Pro dann selbst sind es 10 Jahre, die man zurückgehen kann. Ganz im Detail, auch also auch runtergebröselt aufs Quartal dann letztendlich. Ja. Ne? Das ist natürlich hier ein bisschen angepasst, wo man sagt, Veränderung der Umsätze, ne, oder Veränderung des Bruttoergebnisses, ne, dass man da gleich hier die entsprechenden Wachstumsraten dann auch mit dabei hat. Ne. Das gleiche gilt auch bei Dividende. Ne. Hier jetzt Payout Ratio ausschließlich auf EPS-Basis. Ihr könnt es euch aber auch auf Cashflow-Basis eben anschauen. Ne. Also
ist genauso mit dabei. Hier könnte ich jetzt dann auch wieder Vern AI direkt fragen, ist die Dividende von Novo sicher? Ne, kann ich ja mal draufklicken, bekommt man hier wieder einen Prompt reingestellt, dann überlegt er ein bisschen, ja, und dann gibt er hier mir letztendlich eine Einschätzung dann zur Dividendenrendite, zur Dividende von Novo Nordisk. Mhm. Dividend Coverage Ratio und ja, gibt mir wieder ein Fazit, gibt mir wieder Folgefragen und so weiter und so fort. Ne, also das ist, aber das Vern AI, das schauen wir uns dann eben auch noch später mal ausführlicher an. Earnings Tab. Ähm, Hier ist es eben so, immer wenn die Unternehmen dann eben ihre EPS und Umsatzzahlen vorgeben, dann bekommt man das hier direkt reingestellt. Das ist nahezu Real-Time. Ne? Also man muss jetzt nicht auf die Investor Relations Seite. Natürlich sollte man das später dann machen, wenn man sich genauer mit dem Unternehmen beschäftigt. Aber für die ersten zwei, die wichtigsten Zahlen erstmal, hat man hier dann eben alles reingeliefert. Ne, bekommt man dann hier auch noch im Chart angezeigt, wie der Umsatz ausgefallen ist, wie die Schätzungen waren und so weiter und so fort. Mhm. Ne, das ist hier auch alles mit drin. Ähm, Das hier, ja, ich glaube, da braucht man dann auch wieder die Pro-Version, zumindest wenn es um die EPS-Überraschung und die Umsatzüberraschung nach oben geht, glaube ich. Irgendwas war da, weiß ich jetzt aber gar nicht mehr so. Mhm. Ne? Genau, Forum, ne, ist ja auch wieder mit dabei, ist Mhm. aktuell wahrscheinlich ein bisschen aktiver. Und ja, Nachrichten, Unmengen an Nachrichten. Hier sieht man es zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas für Pro ist, dann steht hier Pro dabei. Mhm. Und wenn man dann Pro hat, dann kann man letztendlich darauf zugreifen. Welche Nachrichtenfeeds haben wir? Also wir haben natürlich unsere eigenen und wir benutzen auch noch zusätzlich DPA mit, Mhm. ja, wir benutzen noch zusätzlich DPA. Ne? Aber ja, Unmengen an Nachrichten. Ich glaube, jetzt Investing selber produziert täglich 1500 Nachrichten. Dann kommen noch ungefähr 300 Nachrichten von DPA dazu. Also, ja, also wer bei Nachrichten jetzt nicht fündig wird, dann weiß ich auch nicht. Ne? Es gibt aber auch, ich schreibe selber, wenn ich die Zeit finde, ne, beispielsweise bei Powell Industries, ne, also dann tatsächlich ausführliche Artikel mit mehr oder weniger Deep Dive-Style. Ne, wenn ich jetzt hier, das war der letzte Artikel, den ich da gemacht hatte, ne, da siehst du dann, okay, von wem der Text dann letztendlich ist, wann er veröffentlicht worden ist und wann er mal aktualisiert worden ist. Ne, und dann schaut es dann halt letztendlich so aus. Ne? Dann nimmt man das Unternehmen halt ein bisschen auseinander, natürlich mit Integration von Investing Pro. Ähm, aber ja, ne, letztendlich, dass die Komponente Mehrwert soll da eben auch im Fokus stehen. Ne? Mhm. So gestaltet sich das dann. Weiß nicht, zeitlich? Ja. Wir werden einfach mal schauen, willst du von Investing Pro noch einmal zumindest das zeigen, wie es aussieht? Das wäre Ja, nochmal ganz können spannend. Und dann wird wir. natürlich die Zuschauer brennend interessieren, was wir Hübsches ausgehandelt haben, wie viel sie sparen dürfen zum Ja, normalen Preis. Das wäre natürlich auch ja, noch sehr interessant. ja. Also wer jetzt dann eben das Premium-Paket hat, ne, der klickt dann einfach hier oben drauf auf Investing Pro selbst. Und der wird dann weitergeleitet auf diese Plattform. Hier hat man dann die Möglichkeit, erstens seine ganzen Watchlisten entsprechend von investing.com hier rüber zu transferieren. Dann gibt es hier die verschiedensten Reiter dann eben ne, mit unendlich vielen Kennzahlen, alles wieder exportierbar. Ne? Also sprich, wenn man dann weitergehende Analysen anstellen will, dann kann man das machen. Man kann aber auch seine eigene Watchlist analysieren lassen, ne, wie die sich zum Beispiel zur Benchmark entwickelt hat, kumuliert, wie viel Fair Value Upside da gegebenenfalls drin ist und auch noch so mit Quick Checks, ne, welche Aktien sind unterbewertet in dieser Watchlist, welche haben das niedrigste KGV, bekomme ich dann dementsprechend alles da ganz schnell reingeliefert. Wir haben den Ideen-Tab mit, glaube über 4000 Portfolios und auch Themenportfolios. Ne? Also beispielsweise, wenn ich sage, okay, ich will nur Dividendenkönige haben oder Aristokraten, dann gibt es ja auch wieder diese Themenportfolios oder ich möchte
nur Junk-Aktien haben, ne, also die relativ schlecht im Kreditrating eben dastehen. Und ja, dann hast du auch hier so Themenportfolios oder hier sieht man es ja schon, ne, natürlich alle Filings von den ganzen bekannten Investoren ist auch mit dabei. Ihr könnt euch aber auch Staatsfonds anschauen, den norwegischen oder was weiß ich. Ne, alles möglich. Ich benutze es meistens dafür, wenn ich sage, okay, ich möchte ein Unternehmen kaufen und dann möchte ich einfach wissen, okay, ist das Unternehmen gegebenenfalls in irgendeinem Portfolio von einem bekannten Investor eben drinnen. Und hat er zuletzt gekauft, verkauft oder was hat er damit gemacht? Einfach nur für mich selber, dass ich nicht komplett daneben liege. Ne? Mhm. So, ja, ist so ein Sentimentindikator für mich selber. Ne? Und ihr könnt euch natürlich alles anschauen, welche Beteiligungen da drin sind, wie es sich entwickelt hat, wie viel er im letzten Quartal umgeschichtet hat im Portfolio und so weiter und so fort. Auch mit Direktlinks zu den Filings, alles wieder downloadbar und so weiter und so fort. ProPix KI, das sind diese 36 KI-gestützten Mhm. Strategien, die jeden Monat neu ausgerichtet werden. Ne, wenn man hier einfach mal kurz draufklickt auf eine Alpha Germany Select, das sieht dann so aus. Ne, jetzt fängt ja das Rebalancing an. Ne, ich glaube, am 1. August ist es dann soweit. Oder 1. August ist, glaube ich, ein Wochenende oder weiß ich jetzt nicht. Nee, morgen ist der erste Morgen. August. Morgen, genau. Genau, dann bekommen die User in jeder einzelnen Strategie bekommen sie dann wieder neue Aktien hier reingeliefert, inklusive einer möglichen Begründung. Ne? Mhm. Also das ist hier mit dabei, dass es kein Blackbox-mäßig eben mehr ist. Und man ist natürlich auch transparent. Wenn man hier zum Beispiel, ja, war man komplett eben falsch gelegen, dann zeigt man aber auch wirklich den Verlusttrade dann letztendlich an. Ne? Aber letztendlich kommt es ja immer darauf an, auf die langfristige Outperformance, die diese jeweilige Strategie dann eben gemacht hat. Investing selbst sagt, ja, besser als Ideengeber eben benutzen, ne? Strategien eins zu eins nachzubauen. Ja, ist immer so, ich möchte eine Benchmark schlagen. Ist aber schwierig, eine Benchmark zu schlagen letztendlich. Ne? Jeder muss ja seine Ziele selbst festlegen. Je früher man anfängt, desto weniger Rendite brauche ich pro Jahr. Ne, dann würden mir, wenn ich mit 25 anfange, würden mir wahrscheinlich schon 10% Rendite reichen, um mein Ziel, finanzielle Unabhängigkeit in der Rente zu erreichen, würden mir dann eben schon reichen. Da brauche ich nicht unbedingt mehr. Und mehr bedeutet meist mehr Risiko. Ne? Das ist ja immer so dann die Sache. Aber dieses Reasoning, das ist eine ganz nette neue Funktion, auch wieder um den Kontext dann eben herzustellen, warum die Aktie hinzugefügt worden ist. Wenn man weiter runter geht, dann sieht man, okay, diese Aktien sind aktuell die Gewinneraktien in der Strategie. Man kann sich aber auch nur die Neuzugänge angucken, ne? Und wann logisch, wurden im letzten Monat hinzugefügt. Und auch die Underperformer dann letztendlich. Welche Aktien sind in der aktuellen Strategie drin und sind im Minus? Mhm. Ne? Kann sich auch den Backtest komplett anschauen, ne? Die Strategien, jetzt die regionalen. Ne? Es gibt insgesamt 12 Regionen. Die regionalen sind seit 2025 live. Die US-Strategien, ne, wenn man hier wieder zurückgeht und hier speziell nach Märkte schaut, dann sieht man erstens, welche Märkte da aktuell dabei sind. Und wenn ich jetzt hier nur USA auswähle, die USA-Strategien, die gibt es seit Oktober oder November 2023. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt hier auf Techstars drauf gehe, dann ist es ungefähr hier, da sind die live gegangen. Also wurden immer regelmäßig mit der Community dann geteilt. Das hier ist natürlich alles Backtest. Wenn ich es runterbrösel auf ein Jahr, hier zum Beispiel, dann sehe ich die Performance der Strategie über ein Jahr gesehen. Und dann könnte ich auch sagen, okay, jetzt im Juli hat sie gegenüber der Benchmark hier underperformed, Juni massiv outperformed, Mai outperformed, April besser performed als die Benchmark und so weiter und so fort. Also kann ich komplett selber mal einfach so durchgehen, ne? Und ja, also da kommen pro Monat immer, ja, in allen Strategien zusammen sind es dann 600 neue Aktienideen, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Hier habt ihr einen Screener, das ist der Screener jetzt speziell für Pro-Abonnenten. Wir haben aber auch einen Gratis-Screener, den es auf investing.com gibt. Alles individualisierbar, muss man dann aber eben letztendlich selber durchgehen. Daten Explorer, das ist letztendlich, okay, welche Kennzahlen gibt es überhaupt auf Investing? Spezielle Chart-Funktion, da geht es halt mehr um fundamentale Sachen. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich will Apple und ich möchte nur mal kurz Umsatz und
operative Gewinnmarge möchte ich hier mit drinnen haben, dann kann ich das alles machen. Ich kann es mir anzeigen lassen im Jahresvergleich, auf TTM-Basis, Quartalsbasis, wenn ich es sequenzieller eben dargestellt haben möchte. Und wenn ich jetzt sage, ja, und hier ist eben auch diese Vern AI, die würde dann so aussehen, ne? Also im großen Fenster, nicht in dem Widget dann letztendlich. Hier habt ihr dann auch vorgegebene Templates, die könnt ihr wieder benutzen oder aber selbst Fragen stellen, ne? Zum Beispiel analysiere meine Watchlist auf Chancen und Risiken. Nur als Beispiel, dann greift er wieder auf alle meine Watchlisten bei investing.com zu. Und dann wähle ich daraus eine aus, ne? Zum Beispiel Ölfeld oder so. Ne? Und dann klicke ich hier auf Fortfahren und dann analysiert er. Die Frage war jetzt nicht wirklich spezifisch. Ne? Ich müsste jetzt da schon was Spezifisches fragen. Ne? Sagen wir das Fair Value Upside, sagen wir, wie der Qualitätscheck von der jeweiligen Aktie ist. Weil wenn ich nicht spezifisch genug bin, dann macht er das halt, was er gerade denkt, Ja, klar. hat er jetzt gerade Lust dazu. Also je spezifischer die Frage ist, desto besser. Aber das ist bei ChatGPT auch so. Ne? Ja, Je spezifischer die Frage ist, desto mehr Details bekomme ich. ja. Ne? Und wenn es jetzt speziell um die Aktienanalyse an sich geht, also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mir mal wegen Apple eben anschauen, dann komme ich hier in so einen Cockpit-Bereich dann letztendlich rein, habe ich hier meinen Qualitätscheck, der sich aus diesen 5 Punkten hier zusammensetzt, habe meine ganzen Modelle letztendlich fürs Fair Value, habe pro Pix, dahinter stehen dann immer entsprechende Kennzahlen. Wenn ich da draufklicke, dann poppt was auf und dann wird die Kennzahl gebenchmarkt gegenüber den Peers. Und ja, ne, also das ist jetzt hier nur diese Cockpit-Version. Und wenn man dann ins Detail geht, dann haben wir hier diese ganzen Reiter. Und ja, aber wie gesagt, Wahnsinn. das muss man dann wirklich mal separat dann einzeln besprechen. Ja, Also das denke ich jede auch. einzelne Funktion, da kann man definitiv ein eigenständiges Video dann davon machen dann. Sollten Ne? wir auch, sollten wir auch. Das ist ja extrem umfangreich dafür, dass du uns heute lieberweise nur mal einen Überblick gegeben hast über die ganze Geschichte. Sehen wir ja Ja. schon, wie viel diese Seite zu bieten hat. Magst du uns noch mal sagen, was es normalerweise kosten würde und was es jetzt den Kunden, unseren Zuschauern kosten würde, wenn sie den Link nutzen, den wir natürlich hier unten einfügen werden, dass sie einmal den Unterschied sehen? Genau, das habe ich ja hier schon mal vorbereitet. Also letztendlich ist es ja dann hier die Landingpage, worauf man dann eben raufkommt. Und vielleicht sagt man das dann dazu. Also aktuell läuft ja dieser Summer Sale, also sprich, da gibt es von investing.com bis zu 50%. Und wenn Sie über deinen Link dann eben klicken, dann gibt es on top, also ganz gleich, welches Paket man eben benutzt, nochmal 15% obendrauf. Mhm. Und diese 15% obendrauf, die bekommt man, wenn man dann hier draufklickt. Ich klicke jetzt einfach mal und dann gehen wir danach nochmal zurück. Und dann kommt auch dein Couponcode hier automatisch eingesetzt mit Nikola. Mhm. Und dann ist es nochmal 15% nach unten. Also insgesamt bis zu 65% Rabatt gibt es. Mhm. Ne? Egal, ob ihr ein Angebot habt oder nicht, es sind immer noch mal Genau, 15% extra geschenkt. genau. Mhm. Ja, Ja. super. Ähm, und hier, gut, also es gibt einmal die Pro-Version, ne, wo abgespeckter ist, Mhm. ne, und es gibt einmal die Pro-Plus-Version. In der Pro-Version, ja, das Wichtigste ist halt, okay, man hat nur 50, in Anführungszeichen, nur 50 Anfragen an ChatGPT, an Vern AI, ne, so ist ja der Name der KI, in Anspielung an Warren Buffett, haha. Äh, Ja, und bei der Pro Plus Version hat man dann letztendlich 500. Also ich sag mal, für den Standard-User, der einmal im Monat ins Portfolio reinschaut, reicht natürlich die Pro-Version. Mhm. Jetzt, wenn jemand wirklich tagtäglich sein Portfolio durchleuchtet oder was weiß ich damit macht, ne? Also sich wirklich täglich mit den Märkten dann beschäftigt, ja, dann kommt er an der Pro Plus Version eigentlich nicht vorbei. Für den normalen Anleger reicht eben die Pro Version. Ne? Es gibt das im Jahrespaket und im Zweijahrespaket. Und jetzt mit deinen zusätzlichen 15% muss man von diesen 7,95, die muss man nochmal diese 15% abziehen. Mhm. Und die werden dann eben abgezogen, wenn man hier auf dieses 15% extra geschenkt draufklickt.
ne, mit deinem Coupon. Das sieht man Mhm. ja dann letztendlich Ja, beim Checkout. Ne? super. Ja, Und ja, ich glaube, das haben wir, wir wollen die Zuschauer ja auch nicht zu sehr überfordern. Ich glaube, das ist für den ersten Einblick schon mal eine super Geschichte gewesen. Oder hast du noch irgendetwas, was du gerne zeigen möchtest, was noch wichtig wäre für heute? Oder wollen wir das dann in den einzelnen Kurzvideos dann mit einbinden? Ja. ich würde sagen, das machen wir dann in den einzelnen Kurzvideos. Okay. Äh, Super, dann sage ich vielen, vielen, vielen Dank, Robert, dass du dir heute so viel Zeit genommen hast. Und Ich danke dir. an euch auch. Alles Liebe, passt auf euch und auf eure Trades auf und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Servus, tschüss.